Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Gitarrenstunde. Und heute geht es um ein Thema, was mich immer wieder erreicht und mich im Laufe der letzten 15 Jahre, seit ich ununterbrochen Gitarre unterrichte, bei fast jedem Schüler, entweder Anfänger oder auch Fortgeschrittene oder Wiedereinsteiger, beschäftigt hat. Und das sind so die häufigsten Lern- und auch ein bisschen so Denkfehler, über die ich heute mit euch reden möchte und vor allen Dingen den Wunsch äußern möchte, da mehr darauf zu achten. Also sicher wird nicht jeder dieser Punkte auf jeden zutreffen. Vielleicht ist es ein Ansatz, bei dem einen oder anderen Punkt darüber nachzudenken, eine neue Sichtweise zu bekommen und dann Dinge einfach auszuprobieren. Darum geht es und ich freue mich sehr, dass ihr live dabei seid. Wunderbar. Klasse. Ganz, ganz liebe Grüße an euch alle. Und viel, viel Spaß mit dem Video wünsche ich euch. Nehmt eine Gitarre zur Hand. In dem heutigen Video habe ich die Akustikgitarre am Start. Damit kann ich diese Beispiele am besten demonstrieren. Und am Donnerstag vermutlich auch. Also in nächster Zeit, auch auf Wunsch, werde ich einiges mehr mit der akustischen Gitarre machen, weil wir die doch sehr, sehr oft verwenden, gerade wenn wir alleine spielen oder Lieder begleiten und selbst begleiten. Ich glaube, das tut euch wieder gut. Super! Also, Bild und Ton, super, herzlichen Dank. Das ist gut. Also gehen wir gleich rein und schauen, was wir hier für Punkte haben und worauf wir achten sollen. Heute werde ich ganz, ganz langsam das alles erklären. Was haben wir hier wieder für eine Nachricht? Das Wort Servus scheint hier YouTube immer wieder anzuzeigen. Das ist ausgeblendet, ich verstehe das nicht. Naja, vielleicht sollte man denen mal sagen, dass das zum Sprachgebrauch gehört. Ja, bei uns. So, jetzt aber. Was ist hier noch? Ja, cool. Bildton ist gut, wir machen hier alles zu, und sodass die Regie, nämlich ich, hier entspannt arbeiten kann. Also, diese 5 Punkte, ich habe mir wirklich die letzten Tage viele Gedanken gemacht, welche tatsächlich am häufigsten vorkommen und teilweise sind sie so offensichtlich und das fällt einem gar nicht mehr auf. Und erst wenn man dann drüber wieder nachdenkt, entdeckt man, oh, da ist ja was dran. Ne? Also, mein Punkt Nummer 1 und Info für dich, wenn du noch am Anfang bist oder auch fortgeschritten und wo ich denke, dass du sehr deinen Klang, die Qualität deines Gitarrenspiels verbessern kannst, ist, wenn du darauf achtest, beim Spielen richtig zu dämpfen. Das ist etwas, was am Anfang kaum beachtet wird. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Ich spiele die C-Dur-Tonleiter offen, also so, ja, einfach. So für den einen oder anderen, der würde sagen, ich wäre froh, wenn ich das so spielen könnte. Das klingt doch gut. Ja, jetzt hören wir uns die zweite Variante an. Nochmal die erste. Fällt euch etwas auf im Klang? Der Punkt ist der, wenn wir ohne mit der rechten Hand die Saiten abzudämpfen oder die Saiten ein bisschen zu berühren, spielen, dann werden wir bei bestimmten Tönen, beispielsweise bei dem H hier unten, die leere H-Saite zum Schwingen bringen. Und das ist etwas, das, was wir bei einer Tonleiter nicht hören wollen. Und immer wenn wir Töne spielen, die mit denen
korrespondieren, also unseren leeren Saiten beispielsweise, wenn wir ein A spielen, hier unten, einfach nur ein A, das hörst du jetzt vielleicht nicht, aber da schwingt die A-Seite mit. Ich höre es. Jetzt höre ich es. Es ist wie ein Endlos-Sustain, weil die dicke A-Seite, die bringt dann, wenn ich beide zupfe, dann hört man es. Also, was ist die Idee dahinter? Beim Üben solltest du von Anfang an lernen, die Hand hier auf der Brücke hier hinten zu platzieren. Und jetzt gehen wir in diese Aufnahme, dass du das gut sehen kannst. Und ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich spiele jetzt die Tonleiter nochmal. Ich kann es auch noch stärker abdämpfen. Aber das brauchen wir nicht. Was wichtig ist, beobachte meine rechte Hand. Und du wirst feststellen, dass sie so beim Spielen von den dicken zu den dünnen Saiten hier entlang der Saiten entlang läuft. Und die mit diesem Teil der Hand hier vorne, vom Daumen und von der Handkante, die Saiten hier hinten berührt und abdämpft. So. Und das musst du für dich herausfinden, sodass du, wie du das machst, idealerweise veränderst du nicht den Winkel deines Handgelenks. Was du nicht machen sollst, ist, du sollst nicht, wenn du nach unten spielst zu den dünnen Seiten, die Hand so hier abwinkeln. Sondern die Seite wandert rauf und runter. Das gilt genauso für eine einfache Tonleiter wie die Pentatonik. Du kannst ja in allen 3 Kameraperspektiven, so machen wir das noch ein bisschen höher hier, so, in allen 3 Kameraperspektiven genau sehen, wie die Hand so ein bisschen rauf und runter geht. Ob du jetzt die Pentatonik oder die Durtonleiter. Also, was ist wichtig? Und Tipp von mir, Tipp Nummer 1, beginne direkt ganz früh, wenn du übst, beginne Saiten abzudämpfen. Lerne dieses Abdämpfen. Später, wenn du auf eine E-Gitarre umsteigst, ist das noch viel, viel wichtiger, dass das Ganze richtig funktioniert. Auf der E-Gitarre kommt nämlich noch mehr Verstärkung hinzu und noch mehr Verzerrung, wenn du dann Gitarren-Solos spielen möchtest. Also, gute Dämpfung beim Spiel. Du kannst zum Beispiel Übungen machen wie, du nimmst einfach ein Powerchord E, greifst sie mit 3 Fingern, pickst nur nach unten. Eins, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, sodass du auf 8 Schläge kommst. Und so lernst du dieses Abdämpfen. Oder du spielst deine Pentatonik, du pickst nur nach unten erstmal. So, ich habe ein bisschen Halt drauf. Ich werde den jetzt abschalten, damit der mir hier nicht den Klang verfälscht, sodass du das Abdämpfen ganz klar hören kannst. Wenn ich das Beispiel nochmal spiele, ohne abzudämpfen, dann hörst du genau, als ob ich einen Hall auf der Gitarre hätte. Und das soll so klingen. Das heißt, wenn ich Tonleitern spiele und dann habe ich den Hall drauf, schalten wir den nochmal hinzu hier, ja, dann gibt er mir ja diesen Klang, den wir uns wünschen. Also er gibt uns ein bisschen Raum. Und wenn ich dann schwierigere Sachen spiele, ne, wie zum Beispiel, das hast du jetzt genau gehört, ne? Der Hall im Hintergrund. Und hier bei dem Beispiel hier von Al Di Meola sind die Saiten abgedämmt.
gar nicht früh genug anfangen, diese Technik in sein Spiel einzubauen, sie zu verbessern und auch genauso in sein tägliches Übepensum mal 5 Minuten abdämpfen. Also das ist eines der Dinge, was den Klang deines Spiels sehr verbessert. Sei es, ob du jetzt Picking-Muster spielst, ob du, also mit einem Picking-Muster meinst, das ist für mich auch ein Picking-Muster, ne? Oder Arpeggios, ne? So etwas in der Art. Dieses Abdämpfen ist also etwas, was seinen Klang sehr verbessert und ist oft etwas, was zu Beginn des Gitarrenspiels nicht beachtet wird. Also es wird, oh ja, ich muss halt abdämpfen und irgendwann werde ich das lernen. Nein, je früher du damit anfängst, umso besser. Also pack in dein Spiel, und speziell wenn du mit der E-Gitarre anfängst, pack bitte in dein Spiel das Abdämpfen von Anfang an rein. Du wirst sehr, sehr viel besser klingen. Okay, das nächste ist dann für viele etwas, wo ich dann feststelle, also Punkt Nummer 2. Punkt 1 war das Abdämpfen. Punkt 2 ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben wenig bis gar keine Kontrolle über ihr Picking. Das Picking ist, würde ich sagen, ein bisschen vernachlässigt. Also man kann zwar Akkorde begleiten, man kann auch das eine oder andere Picking-Muster, aber mit Picking-Kontrolle, und das ist der Punkt, den ich jetzt euch wirklich ans Herz legen möchte, Picking-Kontrolle bedeutet, ich erzeuge keinen Lärm beim Spiel, von einem Picking-Muster zum Beispiel. Nächster Punkt ist dann, dass oft, wenn etwas gespielt wird, es runtergeleiert wird. Das ist etwas, wo ich denke, wenn du schon mal Bands gehört hast, wo du gedacht hast, ja, es ist ganz okay, aber es ist doch nicht so prickelnd, dann fehlt etwas ganz, ganz Entscheidendes, und zwar, das ist dieses Spielen mit Gefühl und mit Dynamik. Ja? Notentrennung in deinem Spiel ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel mit einer einfachen Bluesbegleitung. Ne? Wir spielen, ja, jeder kennt das Stück. Ne? Ja? Das meine ich mit Dynamik, ne? Dieses schön zwischen laut und leise hin und her schwanken. Das geht aber nur, wenn du dir die Songs sehr, sehr oft anhörst. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein anderes Beispiel in E. Also Dynamik und Picking-Kontrolle. Jetzt, wenn wir dann von Picking-Kontrolle reden, dann müssen wir natürlich auch über die Haltung des Plektrums reden. Das ist für mich ein ganz entscheidendes Thema. Die Haltung des Plektrums muss so natürlich wie möglich sein, um eine Kontrolle auch über das Plektrum zu haben. Ne? Also man sieht viele sehr, sehr berühmte Gitarristen, die Dinge machen mit dem Plektrum, die sie, weil sie es so gewohnt waren, jetzt haben wir wieder diese Lernfehler, weil sie es so gewohnt waren, es beibehalten haben, zum Beispiel das Plektrum mit 3 Fingern zu halten. Es ist relativ sinnlos. Es macht eigentlich keinen Sinn.
Das Einzige, was du machst, ist, wenn ich jetzt das Plektrum entferne. Ich hoffe, man kann das gut sehen. So, schau mal auf meine Hand. Also meine Hand liegt jetzt hier in dieser optimalen Position, um abdämpfen zu können. Sie ist nicht nach unten gebogen, sie ist nicht nach oben gebogen, sie steht nicht ab und sie ist einfach, sie kommt hier hin, legt sich hier hin. Und das Einzige, was ich jetzt mache, um das Plektrum optimal zu verwenden, ist, dass ich hier, guck, mein Zeigefinger, du siehst es in der Aufnahme links oben, mein Zeigefinger hier ganz sanft unter meinen Daumen lege. So, hier ist wichtig, die beiden bilden hier eine Linie. Der Daumen liegt an der Seite meines Fingers, das Plektrum kommt hier rein und ist eine seitliche Verlängerung meines Zeigefingers. Und wenn du jetzt meine Hand beobachtest, wenn ich das Plektrum entferne, ist eine ganz normale Handhaltung. Ne? Was keinen Sinn macht, ist, das Plektrum so zu halten. Siehst du die Spannung überall? Ne? Die Spannung im Daumen hier, diese Biegung, die Spannung im Zeigefinger und beobachte den Unterschied zu meiner Plektrumhaltung. Das ist alles, was ich mache. Hier ist alles locker. Seht ihr? Alles. Ich kann das Plektrum halten und hier meine Finger bewegen. Da ist keine Biegung in meinem Daumen mit einer Spannung auf der Sehne. Da ist kein, ich halte das Plektrum so nach vorne. Das ist also das Einzige, was du machst, und zwar völlig entspannt, ist, dass du den Zeigefinger unter den Daumen seitlich legst und das Plektrum in der Spitze nach unten. Die Oberkante des Plektrums bildet hier eine Linie an deinem Daumen und unten schaut eine kleine Spitze. Schau, wirklich eine kleine Spitze raus. Siehst du das? Also, und wenn du mit einer kleinen Spitze unten raus spielst, dann bist du nah bei den Saiten und dann kannst du auch schnelle Picking-Sachen spielen. Und dann hast du Kontrolle über dein Picking. Und das nenne ich Picking-Kontrolle. Ganz wichtig in deiner Begleitung, um dynamisch spielen zu können. Und dann der nächste Tipp. Wie spiele ich auf den dicken und wie auf den dünnen Seiten? Wir sind immer noch bei Punkt Nummer 2. Wie spiele ich auf den dicken? Nun, auf den dicken, hör mal genau hin. Die sind ja doppelt so laut wie die dünnen. Spiele ich mit viel Gefühl. So, wenn ich jetzt hier reindresche, ja, dann übersteuert ihr alles. Und das heißt, oben mit Gefühl und unten mit... Na, wenn ich jetzt nicht hier ein bisschen die Saiten sozusagen anzupfe mit meinem Plektrum, dann klingt das beim Solospiel so. Wie ein Flüstern. Ja? Also ich muss hier auf den dünneren Seiten ein bisschen mit mehr Attack, mit mehr Dynamik spielen und auf den dicken Seiten die Dynamik rausnehmen. Ich mache euch ein Beispiel. Das ist ein Gefühl, was du entwickeln musst in deiner rechten Hand vor allen Dingen, dass du hier eine Balance findest beim Picking. Auf den dünnen Seiten nicht übermäßig laut, ein bisschen lauter und so wie du hochgehst auf die dicken, ein bisschen den Druck, mit dem du das Plektrum in die Seite reinschiebst, ein bisschen reduzierst. Wenn ich wieder die klassische Blues-Begleitung dann ist es hier oben auf den dicken Seiten sehr entspannt. Und nicht so. Na, nicht mit volle Lotte auf den dicken Seiten spielen. Dann erzeugst du ein ganz anderes Klangbild in deinem Spiel und es klingt einfach klarer und deutlicher. Also, und mein nächster Tipp dann für euch alle da draußen ist, was den Sound angeht, wenn ihr hier, ich habe hier einen Schertler EQ und die Bässe, die sind bei mir so gut wie draußen,
nur ganz wenig drin. Die Mitten sind etwa auf der Mitte und die Höhen sind leicht erhöht. So, ein Schluck Wasser. Also, wichtig zu Punkt Nummer 2 für dich, wenn es um deinen Sound geht. Beherzige diesen Tipp. Weniger Bass, mehr Treble und aufpassen beim Hall. Ich habe hier also ein bisschen Hall auf dem Sound. Mal schauen, ob ihr das hören könnt. Ja? Der ist kurz, der ist etwa 4 Sekunden, klingt aber sehr schnell ab und ist im Mix bei ca. 25%, also Originalsound und Hall. Ich schalte ihn jetzt aus, hör genau hin, mit. Der Hall ist sehr wichtig, er gibt dir nämlich diesen sehr erwünschten Effekt, den trockenen Raum, in dem du dich mit deinem Instrument befindest, zu vergrößern und ihn schöner zu machen. Aber nicht zu viel Hall, wenig Bässe, bei mir sind die Bässe, es sei denn, ich spiele irgendwas Heavy Metal mäßiges, sind die Bässe immer unter der Hälfte im 20-30% Bereich und Treble oberhalb der Hälfte im sag ich mal, 60-65% Bereich, je nach Gitarre. Eine Strat braucht ein bisschen weniger Höhen, eine Paula kann ruhig ein bisschen mehr Höhen als vertragen. Okay, also mit den Bässen Vorsicht und dann bist du auch beim Sound richtig gut dabei. Okay, das waren jetzt meine Tipps in Bezug auf die Picking-Kontrolle. Was kann man dazu noch sagen, ist, dass du beginnend mit der richtigen Plektrumhaltung einen gewaltigen Unterschied in ganz kurzer Zeit spüren wirst, wenn du das hier entspannt angehst. Denn nur entspannt ist es möglich, auch hohe Geschwindigkeiten auf der Gitarre zu erreichen. Okay, das wollte ich nochmal klarstellen. So. Mein dritter Punkt ich würde jetzt sagen, gar nicht so sehr ein Lernfehler, sondern es ist mehr ein Achtsamkeitsthema. Und ein Thema, das du sehr, sehr beachten solltest, wenn du mit anderen Musikern zusammenspielst, wenn du in einer Band spielst. Punkt Nummer 3 betrifft wieder die Rhythmusgitarre. Und hier möchte ich nochmal euch ins Gewissen reden, darauf zu achten, wie die Rhythmusgitarre in einem Song gespielt wird. Wird sie auf den Punkt gespielt, also ganz gerade? Ja? Beispielsweise ein Ihr kennt den Song, ne? Und jetzt gehe ich auf die Rhythmusgitarre und die wird so gespielt, ne? Und das ist ganz straight. Und die 3 Beispiele, die ich dir jetzt beibringe in Bezug auf Rhythmusgitarre, die haben zu 100% etwas mit der Spielweise des Schlagzeuges zu tun. Also es ist also ganz wichtig, dass der Schlagzeugspieler von Anfang an stark in deinem Fokus steht, wenn du Songs lernst. Hör genau hin, wie das Schlagzeug spielt. Orientiere dich daran. Spiel das Schlagzeug auf den Punkt, wie eben bei diesem Song. Ne? Und hier ist E, bis A, H. Und das ist straight gespielt. Ne? Straight und auf den Punkt. Das nächste, also das muss man trainieren. Und wenn du mal 5 Songs auf dem Tempo von dem eben gehörten wenn du mal 5 Songs mit einer Band gespielt hast und du musst dieses Tempo minutenlang durchhalten, dann wird sich dein Spiel sehr, sehr verbessern. Aber hier ist ganz wichtig, für dich als Gitarrist und für dich als dein Freund und dem Schlagzeuger, du darfst nicht schneller werden und du darfst nicht langsamer werden. Das ist etwas, wenn du auch schon fortgeschritten bist,
Und ich erlebe es ganz oft, dass dann Leute zu mir in den Unterricht kommen und ich sage, okay, lass uns in den ersten 1-2 Stunden analysiere ich das Spiel und dann schauen wir mal, wie lange er durchhalten kann. Und es ist halt so bei einem Song wie dem eben gerade angespielten, viele nicht mal eine halbe Minute durchhalten können und das straight zu spielen, ohne entweder davon zu rennen, je nach Tempo des Liedes, oder langsamer zu werden. Also auf den Punkt spielen. Also der nächste Schritt, den du beachten solltest, ist laid back zu spielen. Also laid back heißt entspannt und ein bisschen hinter dem Beat. Ja? Das Schlagzeug spielt. Ja? Und das ist dieses Rhythmusgitarrenspiel, was sehr interessant klingt. Das ist Laidback. Eric Clapton ist ein Meister des Laidback-Spielens. Nicht nur des Spielens, auch dieses entspannten Singens. Wenn du ihn hörst bei I Shot the Sheriff, es ist unfassbar toll, wie Laidback er da darauf singt. Ne? Und das geht bei einem schnellen wie bei einem langsamen Rhythmus. Ne? So, das ist alles laid back. Ne? Laid back spielen, also hinter dem Beat. Darauf von Anfang an achten, ist ganz wichtig. Der nächste Punkt, wenn es um Rhythmusgitarre geht, ist das treibende Spiel. Was heißt treibend? Nun, man bleibt natürlich im Tempo, aber man schiebt den Groove, den Rhythmus nach vorne. Und das geht am besten mit, ihr wisst es, mit Shuffle. Und super Beispiel ist unser fantastischer Gitarrist Stevie Ray Vaughan. Also Stevie hat ja im Grunde genommen jede zweite Nummer im Shuffle-Beat und treibend. Das ist das Tolle, wenn du dir Stevie Ray Vaughan anhörst, ist dieses... Ja, oder... Man hört... Es ist also nicht da 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 oder ta ta ta. Es ist ta 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 ta. Und das ist etwas, was man lernt, indem man solche Songs lernt und nachspielt. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Das ist ein Standard-Blues. Nur treibend nach vorne gespielt, aber trotzdem im Beat. Ne? Sogar beim Solo, hör genau hin. Wir treiben das. Ja, und all das ist treiben. Also achte schon früh, wenn du diese Infos jetzt hast und auch mal vielleicht bei deinem Gitarrenlehrer Stunden nimmst, dann sag ihm, ich will mehr lernen auf Highspeed, auf hohen Tempi durchzuhalten, auf den Punkt zu spielen. Ne? Da gibt es also jede zweite oder 2 von 3 Billy Idol Songs sind absolut, ne? Hört euch den Schlagzeuger an, absolut auf den Punkt gespielt. Ne?
Und das muss, wenn du Rebel Yell, ich weiß, ich bringe das Beispiel oft, aber es ist ein absoluter Klassiker. Wenn du als Schlagzeuger diese 6,5 Minuten nicht auf dem Tempo durchhältst, ja, dann wirkt der Song nicht. Ne? Also durchhalten, durchhalten, durchhalten. Laidback spielen, das viel AC/DC, ja. Warum kommt das so geil an? Natürlich haben die auch Abtempo-Nummern, aber dieses entspannte, aber so druckvolle Spiel von Malcolm und Angus, das macht so viel aus, was den Hörgenuss angeht. Und dann natürlich dieses Abtempo-Spiel, wo man den Song mit allem, was man hat, nach vorne treibt. Okay, das war Tipp Nummer 3. Okay, jetzt gehen wir wirklich ganz stark für dich als Anfänger nochmal in 2 finale Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Und von Anfang an ist ganz wichtig, wenn du mit deiner Gitarre Songs begleitest, dass du die Hand immer im Schwung hältst. Das ist eine der Schwierigkeiten und einer der Dinge, die am Anfang sozusagen ein bisschen ignoriert werden, weil man die Akkordwechsel noch nicht so gut hinbringt. Es ist gar nicht so schlimm, wenn ein Akkordwechsel noch nicht 100% klappt. Viel wichtiger ist, die Hand in Bewegung zu halten. Ja? Und in Bewegung heißt, der absolute Klassiker-Rhythmus, den du können musst als Anfänger und einer der ersten, den ich den Schülern beibringe, ist der, ich sage es in Englisch, damit ihr was zu lachen habt, down, down, up, up, down, up. Ihr wisst, dass ich damit nichts am Hut habe, aber nur so, just for fun, wollte ich das nochmal aussprechen. Also down, down, up, up heißt, wir haben Betonungen, die Bewegung ist immer rauf und runter. Aber wir spielen nur zweimal runter, zweimal hoch und einen Doppelschlag. Und dieser Standardrhythmus wird so viel verwendet in der Begleitung von Songs. Und den musst du lernen. Also Hand immer in Bewegung halten, so diesen Groove, diesen Schwung. Du siehst, hör genau hin. Ja. Wenn du das heute als Anfänger mitnimmst, was dir jetzt in diesem Beispiel zeige, Gold wert. Ne? Und damit beginnst du. Und wichtig ist mit der Zeit, wenn du die Akkorde lernst, nehmen wir mal hier das Beispiel G, das kann man so gut mit dem Capodaster auch verschieben. Wir nehmen G, unser D und hier ist auch ganz wichtig, ich gehe jetzt in die Nahaufnahme rein, schau mal hier. Hier ist wichtig, lerne den G mit 4 Fingern zu greifen. Also mach das bitte nicht. Mach das, es gibt Lieder, wo du das brauchst. Cat Stevens zum Beispiel. Na? Es ist okay, diesen klassischen G so zu greifen, auch für den Wechsel aufs C. Aber lerne von Anfang an, das G so zu greifen, weil du so viele Akkordkombinationen hast, von Wish You Were Here bis zu Oasis, Wonderwall und so weiter, wo du dann so leicht, oder Halleluja von Leonard Cohen, wo du so leicht von G dann aufs E gehst, auf den relativen Mollakkord und dann super easy auf den C9 wechseln kannst. Guck mal, von G einfach die beiden Finger hier runter, ein so schön klingender Akkord und dann unser D hier unten. Und der Wechsel von G aufs D, ja, du kannst den Ringfinger liegen lassen, lass ihn einfach liegen, mach den kleinen Finger weg und bring dein D hier runter. Ja, das ist einfach, ne? Und viel einfacher, wie wenn du von dem G aufs D wechselst. Guck mal, von dem musst du alles umgreifen. Also lerne das G mit 4 Fingern. Das ist super wichtig. Und dann lässt den Ringfinger liegen und machst diese Übung. Und dann. Und achte darauf, nächster wichtiger Tipp. Beobachte beim Spielen vom D-Dur oder auch vom C-Dur-Akkord, wo mein Daumen liegt. Das ist diese Art der Beobachtung ist sehr wichtig. Was macht der? Der dämpft die dicke E-Saite ab. Und dieses Abdämpfen ist Gold wert. Was du nicht haben möchtest, ist, dass dann dein Akkord so klingt.
Die Töne sind zwar okay, sie beißen sich nicht extrem mit dem D-Dur-Akkord, aber dieses dicke E hier, ein A geht gerade noch, weil das A im Akkord drin ist. Ja? Aber das dicke E, das musst du, falls du es aus Versehen erwischt, weil du weit ausholst als Anfänger, dann gewöhn dir früh an, hier mit dem Daumen hier oben. Ein klassischer Gitarrenlehrer würde jetzt wahrscheinlich sagen, nein, das greift mal alles so. No, no, no. Wir haben hier eine Western-Gitarre, die hat einen Hals wie eine E-Gitarre. Und das ist ganz wichtig, weil wir auf der klassischen Gitarre ja so gut wie niemals Sänger begleiten. Ne? Sondern auf dieser Western-Stahlgitarre oder auf der E-Gitarre. Und müssen wir lernen abzudämpfen. Okay? Das gleiche beim C. Guck, ich spiele D von der D-Seite. Greife mein C jetzt mal so und mein Daumen hat sich überhaupt nicht bewegt. Wenn ich jetzt aus Versehen die dicke E-Seite erwische, dann, hörst du das? Die ist abgedämpft, die kann nicht klingen, ist unmöglich. Ja? Oder ich greife das C so. Als C9 habe ich immer den Daumen hier oben. Also super wichtig, von Anfang an darauf achten. Okay? Und allein mit G, E-Moll, C und D9 kannst du im Grunde genommen alle Hits der letzten 20 Jahre spielen. Ne? Oder ich verändere den Rhythmus ein bisschen, ne? Sonst habe ich wieder diese ganzen Copyright-Strikes auf meinem Video. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ne? Also lerne bitte, lerne diesen. Und ich habe meine Finger hier ganz leicht auf den Seiten liegen, um diesen perkussiven Klang zu erzeugen. Ne? Du siehst, für den zweiten Schlag muss ja meine Hand wieder hochkommen. Ne? So, hier haben wir ich sehe nebenbei als in den Chat und hier fragt Rüdiger Ehrlich, warum darf ich beim C-Dur-Akkord die dicke E-Seite nicht mitspielen, ist doch in C-Dur drin. Weil es einfach, um es dir auf meine direkte Art zu sagen, einfach scheiße klingt und es wird einfach nicht gemacht. Also es gibt Regeln, die sollte man von Anfang an lernen und einfach nicht machen. Weil es einfach, hör mal, wie das klingt, wenn du aus Versehen das mal so triffst. Es klingt einfach nicht gut. Und da gibt es auch, das sind so Punkte beim Gitarrenlernen, wenn du einen guten Gitarrenlehrer hast, der wird da überhaupt keine Diskussion mit dir beginnen. Warum sollte ich nicht? Du machst das einfach, lernst abdämpfen. Das Abdämpfen auf unserem Instrument ist von essentieller Bedeutung. Das zu hinterfragen ist, wie zu hinterfragen, warum kann das Lenkrad im Auto nicht 5-sternig sein und es wäre doch viel cooler, weil ich damit leichter lenken kann, aber der Großteil erzeugt einen wesentlich besseren Lenkradius mit einem runden Rad. Also nee, macht man nicht. Und auch man spielt auch beim D-Dur-Akkord nicht immer die A-Seite mit, weil das fast wie ein A-Dur, wie ein A-Sus klingt. Also nein, nicht machen. Okay, bitte nicht. Und es gibt einfach diesen entscheidenden klanglichen Grund, warum man das nicht macht. Und vor allen Dingen, wie der Jochen hier noch schreibt, der klanglich tiefste Ton im Bass sollte der Grundton des Akkordes sein. Und es wäre bei dem C-Dur natürlich hier das C vom C-Dur-Akkord. Beim G hier, beim D die leere D-Seite. Beim E kannst du wunderbar die dicke E-Seite spielen. Und beim A oder A-Moll die leere A-Seite. Okay? Und noch eins ist sehr wichtig. Wenn du wechselst, versuche den Akkord auf die 1 zu wechseln. 1, 3, 4 und 1, 2, 3.
ist die sich noch am Anfang befinden, die trauen sich nicht, diese Geschichte zu machen, einfach die Hand zu lüpfen und den nächsten Akkord zu greifen. Es ist überhaupt kein Problem, wenn die Leerseiten dann genau hinhörst, wirst du immer wieder die Leerseiten noch hören. In diesem Upstroke waren Leerseiten, das macht überhaupt nichts, solange du dich hier in den Grundpositionen befindest, also mit den Grundakkorden. Die Gitarre verzeiht dir das, das ist also völlig okay. Okay? Also ein Gefühl entwickeln. Und was ich noch festgestellt habe, und es ist also nur wichtig, auf die 1 zu fallen bei jedem Takt. Und das nächste, was wichtig ist, viele können da draußen keine Picking Patterns. Ich verstehe das nicht. Ich hab euch 3 Picking Patterns gegeben, also eigentlich sind es nur 2. Und diese Geraden, wo man 4 runter, 4 hoch. Und das ist doch etwas, das musst du dir einfach drauf schaffen. Ne? Du kannst es ohne Picking Patterns nicht hinbekommen. Also, du kannst natürlich nochmal zurückgehen in meine Videos und in die Suchmaschine des Kanals eingeben, Picking Pattern. Und dann guckst du dir bitte das Video an, wo ich das nochmal erkläre. Aber jetzt zeige ich dir nochmal eine sehr gute Übung, um dein Picking der rechten Hand zu verbessern. Okay? Du greifst ein D-Dur und pickst einfach nur die 4. Seite, die 2., die 3. und die 1. Und so, was hier die Schwierigkeit ist, dass du eine Seite überspringst. Und jetzt beim Picken habe ich meinen kleinen Finger hier als Stütze. Und das ist auch wieder entscheidend, damit du nicht zu weit in die Seiten, sonst kommst du nie auf Tempo. Hier mit dem kleinen Finger, deswegen hast du das sogenannte Schlagbrett hier, abstützen. Und dann greifst du ein C9 und achtest drauf, was sich jetzt geändert hat, ist, dass du mit der 5. Seite anfängst. Und dann ein G. Und dann hast du hier einen großen Sprung von der 6. auf die 2. Seite. Und das macht dich richtig gut in Bezug auf dein Picking. Achte drauf. Okay, und diese Übung, üb die, bis du sie gut und flüssig spielen kannst. Also das war Tipp Nummer 4 für dich. Jetzt der letzte finale Tipp. Und ich habe vorhin im Chat ein bisschen was gelesen zu dem Thema. Also wird es nicht wirklich etwas sein, was ihr nicht kennt. Aber es ist so von entscheidender Wichtigkeit, ob du jetzt Anfänger bist oder fortgeschritten. Und zwar die wenigsten, die noch am Anfang sind beim Instrument, sind sich wirklich bewusst, wie viel es bringt, wenn das Instrument richtig eingestellt ist. Also ist Tipp Nummer 5, deine Gitarre richtig einstellen. Und was meine ich mit richtig einstellen? Und warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, denn dann beginnt der Spaß erst auf dem Instrument. Und viele Anfänger oder auch Fortgeschrittene, die zu mir in den Unterricht kamen, hatten Instrumente, die waren suboptimal bis schlecht eingestellt. Sehr schwer bespielbar. Ich habe denen als meine Gitarren in die Hand gedrückt und die Überraschung war riesengroß. Ja? Und der Spaß kommt und der Frust verschwindet schneller als du denkst, gerade wenn du am Anfang dich befindest. Es ist also im Grunde genommen egal, welche Gitarre du spielst. Du solltest dich darum kümmern, sie möglichst optimalst einzustellen. Und am Anfang weiß man natürlich nicht, wie man das macht. Ist der Sattel richtig gefeilt? Ist meine Brücke hier hinten zu hoch? Stehen die Saiten zu weit ab? Wie sollst du das wissen? Das ist also einfach etwas, was du als Anfänger oder auch schon ein bisschen Fortgeschrittener gar nicht unbedingt wissen kannst. Manche spielen Jahre mit einer Gitarre, mit viel zu hoch eingestellten Saiten. Ne?
und haben einen, ja, wie soll ich sagen, einen Starthandicap von vielleicht 20% oder noch mehr in ihrem Spiel, weil das Instrument richtig eingestellt ist. Also wie bekommst du das hin? Entweder fragst du den Gitarrenlehrer. Wenn er sehr erfahren ist, wird er das ohne Probleme machen können. Der nächste Schritt ist, wenn du dir ein Instrument kaufst, du gehst gar nicht aus dem Laden raus, ohne den Verkäufern zu sagen, schaut nochmal über das Instrument drüber und stellt mir die Gitarre richtig ein. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man online bestellt. Heute, man bekommt dann teilweise grauenhaft eingestellte, verzogene Instrumente, die ja, zwar stimmbar, aber sehr schwer spielbar sind. Also, und last but not least, wenn nichts hilft, lohnt es sich immer zu gucken, wo gibt es bei mir in der Nähe eine Gitarrenwerkstatt, einen Gitarrenbauer, der mir mein Instrument optimal einstellen kann. Das ist ein so wertvoller Tipp für dich als Anfänger, das bringt dir viel, viel mehr Spaß. Diese Gitarre hier, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Diese Gitarre hier ist das ist jetzt hier, ich gehe mal in die Aufnahme und gehe an die Frontkamera. Die Seitenlage von dem Instrument. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist jetzt vom Gitarrenbauer fantastisch eingestellt. Wirklich, ich bin unter 2 mm hier im 12. Bund. Ich habe an dieser Gitarre, die spiele ich jetzt seit 13 Jahren. Ich habe an dieser 800 € Gitarre, was habe ich machen lassen? Ich habe den Sattel hier hinten senken lassen. Der Gitarrenhals perfekt eingestellt und ich habe ihn sofort neu bundieren lassen. Ich mag diese dünnen Spaghetti-Bünde in Akustikgitarren, damit kann ich nichts anfangen. Also was habe ich hier drauf? Ich habe elektrische Bünde drauf, und zwar Medium Jumbos. Und die spielen sich Sahne. Sahne! Ich kann alles auf die Gitarre, ob ich jetzt eine Begleitung spiele, ob ich mit dem Plektrum spiele, ob ich Solo spiele, ob ich Highspeed. Alles funktioniert völlig reibungslos, ob ich sowas. Ich habe eine super Seitenlage. Der nächste Schritt, und da möchte ich, dass du dich auch damit beschäftigst, und der gehört zu dem richtig Einstellen, ist die richtige Saitenstärke wählen. Hier kannst du nochmal 10-15% Erleichterung für dein Gitarrenspiel rausnehmen. Es macht in der heutigen Zeit mit den Verstärkungsmöglichkeiten, die wir haben, keinen Sinn. Null Sinn. 12er, 13er Saiten auf Akustikgitarren, 11er Saiten auf E-Gitarren. Es macht keinen Sinn, außer dass du dich quälst, dass du schneller verschleißt, dass du deine Sehnen übermäßig belastest, deine Gelenke, Arthrose bekommen kannst. Stevie Ray Vaughan hat 12 bis 13er Saiten gespielt und sein Bruder hat gesagt, er hatte schon ziemliche Probleme mit Anfang 40, überhaupt an manchen Abenden diese Leistung zu bringen, die man von ihm gewohnt war. Also, Billy Gibbons kommt mit 8er Saiten klar, Brian May spielt 8er Saiten, Yngwie Malmsteen mit seinem Monster Sound spielt 8er Saiten auf der E-Gitarre. Ich empfehle 9er bis 10er. 10er beispielsweise auf einer Les Paul, weil die eine kürzere Mensur hat und dadurch sich die Saiten weicher anfühlen. Und 9er auf einer Strat. Warum nicht? Es klingt einfach toll. Und du kannst viel leichter spielen. Du gewinnst 10 bis 15% an Erleichterung mit dünneren Saiten. Ich habe auf dieser Akustikgitarre mit diesem vollen Sound, man kann das genau hören, wie fett, voluminös diese Gitarre klingt. Ich habe 10er Saiten drauf. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit ins Gewissen reden. Der nächste Punkt ist, und darauf achtet so gut wie niemand, ich habe auch nicht darauf geachtet in den ersten 6, 7, 8 Jahren,
ich habe schon 7, 8 Jahre Gitarre gespielt und dann bin ich im Musikladen und der Gitarrenverkäufer sagt, hey, hast du schon mal einen Jazz 3 Plektrum Pick ausprobiert? Dann sage ich bin kein Jazzspieler. Da wurde ich natürlich ein bisschen ausgelacht und also nein. Der wird zwar von den Leuten verwendet, aber der funktioniert fantastisch auch für Rockgitarre oder Pop oder was auch immer du spielen möchtest. Und danach habe ich die nächsten 10, 15 Jahre mit einem Jazz 3, ziemlich kleines Plektrum, ähnlich dieser Form hier. Ich habe jetzt keine mehr. Hier, also ähnlich dieser Form hier von dem V-Pick. Ein bisschen kleiner noch, auch so, aber oben rund und unten eine schöne Spitze. Und mit dem Jazz 3, günstiges Plektrum, 50 Cent, oder keine Ahnung, was es heute kostet, so viel hat es damals gekostet, konnte ich auf Anhieb schneller spielen. 10% mindestens schneller. Und dann habe ich im Jahr 2000 die V-Picks entdeckt, als ich auf der NAMM Show in Los Angeles war. Und ihr wisst, wie oft ich diese Plektren schon empfohlen habe. Jetzt wird der ein oder andere dann nachschauen und sagen, um Gottes Willen, ein Plektrum für 6 Euro? Was bringt das denn? Ne? Oder hier für Akustikgitarre, das ist das 1 mm Plektrum. Ultra, oh, schaut mal, wie ich das schon abgenudelt habe. Ultra Light, Small. Das natürlich für die akustische Gitarre. Ich drehe mal ab. Wunderbar. Ich kann auch ein dickeres nehmen, das hat 1,5. Hier kann man sehen, das ist large. Das ist ein bisschen voluminös im Klang. Und dann das dünnere. Habt ihr den Unterschied gehört? Hör genau hin. Also allein die Größe und die Dicke, das ist ein bisschen dicker, 1,5, gibt mir schon mehr Druck, mehr Power auf dem Bassseiten. Ne? Also, teste doch bitte mal diese V-Picks. Sie kosten mehr, wenn du sie nicht verlierst. Sie halten im Schnitt 5 bis 6 Jahre, bis sie runtergespielt sind. Achte darauf, sie nicht zu verlieren. Meistens landen sie in der Waschmaschine. Hier kannst du nochmal 10 bis 15% an Genauigkeit, Präzision, Tempo und vor allen Dingen ist das Allerwichtigste, Klang rausholen. Warum empfehle ich sie? Sie sind mitunter die fast die einzigen Plektren, die beim Spiel keinen Plastiksound erzeugen. Seid mir so nett, ihr, und schreibt mir und in dieser Box unter diesem Video dann, wenn ihr das Video angeguckt habt. Und hört mal genau hin, wie klingt denn dein Plektrum? Höre ich die Gitarrenseite? Höre ich? Ich spiele mal mit dem E-Gitarrenplektrum. Aufdrehen. Höre ich Plastik im Spiel oder höre ich die Gitarrenseite? Und da möchte ich mal eure Kommentare unter dem Video lesen und hören, was ihr festgestellt habt. Wie klingt ein Plektrum? Wenn es nach Plastik klingt, hat es den ersten entscheidenden Soundeinfluss auf dein Spiel. Dieses Plektrum darf nicht... Ich will nur die Gitarrenseite hören, kein Plastik. Und achte darauf, wenn du spielst, wenn du Plastik hörst, such ein anderes Plektrum. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und vor allen Dingen die V-Picks haben diesen V-Schliff und dadurch spielst du 10-15% schneller. Okay? Und da kommt dann auch dein Gehör ins Spiel zum finalen Tipp. Einmal stellst du die Gitarre richtig ein. Holst dir die richtigen Saiten, holst dir ein gutes Plektrum. Das Plektrum ist so wichtig, dass du von Anfang an sauber und schön spielst. Ja? Und dann zum Finale hin, was wichtig ist, ist von Anfang an eins verstehen, wenn du das Instrument lernst. Du musst Songs genau anhören. Du musst wieder
Zusätzlich zu den Erleichterungen, die es heute gibt, wie Guitar Pro, Tabulaturen, endlos viele Videos, trotzdem von Anfang an genau hinhören, was in den Songs gespielt wird und lerne das zu imitieren. Die Leute gehen nach Hause, spielen das von mir Gelernte nach und ich frage dann eine Woche später, wie oft hast du dir einen Song angehört? Die haben sich das Lied nicht angehört. Könnt ihr euch das vorstellen? Die kommen eine Woche später zu mir in den Unterricht und haben sich kein einziges Mal das Lied angehört, haben nur das geübt, was ich ihnen gegeben habe. Und dieses oft Anhören ist der Schlüssel für dein Spiel. Denn so wie du eine Sprache lernst als Kind, so wie du als Kind lernst, deine Eltern zu imitieren und je nachdem, wo du geboren wirst, einen ganz anderen Dialekt hast, wie bei mir, jeder hat einen anderen Dialekt, so färbt sich dein Gitarrenspiel anhand der Musik, die du hörst. Wenn du Blues spielen willst, dann musst du Tag ein, Tag aus Blues hören und das bringt dann dein Spiel auf den Punkt. Denn was wir machen, ist nichts anderes wie eine Imitation dessen, was wir hören. Also wir müssen es oft anhören. Und last but not least, vergiss das bitte nie, Rhythmusgitarre ist wichtiger als Solo-Gitarre. Also bring dieses Spiel der Rhythmusgitarre auf den Punkt. Denk daran, straight spielen, Tempo reinbringen, laid back spielen, entspannt, treibend nach vorne lernen. Ja? Und dann ganz zum Schluss für dich als Motivation, so wie ihr das immer von mir kennt. Last but not least, deine Denkweise entscheidet über deinen Fortschritt. Massiv, massiv. Eine positive Einstellung zu dem Thema, jeden Tag mit Motivation rangehen und eins garantiere ich dir, Übung schlägt das Talent. Frag Leute wie Michael Jordan. Ich will nicht sagen, dass der nicht talentiert war, aber der hat trainiert wie ein Wahnsinniger. Übung schlägt Talent. Immer. Nächster Punkt. Argumentation von Anfängern, die mich immer wieder fragen, oh, meine Hände sind zu klein, ich habe Wurstfinger. Ich kann dir tausende Beispiele bringen von, sogar von behinderten Menschen, die mit Wurstfinger, kurzen Fingern auf dem Instrument spielen. Sie holen sich dann ein Instrument mit einem schmalen Hals. Du musst doch nicht das erstbeste Instrument aus dem Laden dir kaufen. Seh zu, welche Instrumente einen schmalen Hals haben. Ich habe Leute gesehen mit einem Körperwuchs von 1,20 Meter E-Gitarre spielen, das mir schwindlig wurde. Er hat eine Dreiviertelgitarre gespielt. So what? Hände zu klein, kein Argument. Und keine Zeit zum Üben. Dann kommt meine einfache Antwort, wenn ein Schüler zu mir kommt, ein paar Wochen zu Beginn und sagt, er hatte keine Zeit, dann sage ich ihm nach ein paar Wochen, liebe es oder lass es. Und darum geht es hier. Liebe es und wenn du dich einmal verliebt hast, dann verstehst du mich ganz genau oder lass es. Und denke daran, Übung schlägt den Meister, schlägt Talent. Übung macht dich zu einem wirklich, wirklich besseren Gitarristen. Also, das sollte es für heute gewesen sein. Und ihr wisst, ich gucke jetzt noch kurz in den Chat rein. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt gerade zum Jahresende und in dieser Phase, wir haben jetzt diesen zweiten Lockdown hier bei uns in Deutschland und jeder braucht Energie, braucht Motivation, braucht eine positive Grundeinstellung und vor allen Dingen eine Klarheit, um zu wissen, wo er sich optimieren und verbessern kann. Und das war der Sinn von diesem Video. Am Donnerstag möchte ich dann nochmal gezielt auf 5 Routinen eingehen für jeden Tag, für dich als Anfänger, Fortgeschrittener oder als Profi. Ich bin sicher, es sind die ein oder andere neue Erkenntnisse dabei, die dir weiterhelfen werden. So.
Gut. Roland sagt hier, E-Gitarre heißt 90% dämpfen, 10% spielen. Dämpfen ist das A und O, aber eben das. Es ist nicht schwer. Wichtig ist für euch, wenn ihr an das Thema Dämpfen rangeht, übt mal ein paar Wochen alles, was ihr spielt, beispielsweise beginnend mit euren Pentatoniken. Übt alles abgedämpft, statt alles abdämpfen, auch bei dem Picking, was ich euch gezeigt habe. Das abdämpfen. Akkorde, Power Chords. Und dann, du musst es trainieren, damit du das Gefühl entwickelst und nicht nur für die Spielweise, sondern auch für den Klang, den du erzeugen möchtest. Super. Ja. Gut, Nicole, hallo. Es ist wieder ein typischer Punkt, der bei fast jedem kommt. Die tiefen Saiten abdämpfen klappt ganz gut, aber die beiden hohen Saiten, egal auf welcher Gitarre, mache ich da was falsch. Ja, das Falsche, was du machst, du vergisst, wenn du runtergehst auf die dünnen Saiten, auf die hohen Saiten, mit der Hand nach unten mitzugehen. Also du spielst und was du machst, du winkelst deine Hand an und dann kannst du nicht mehr gescheit abdämpfen. Also was du machen musst, wenn du runtergehst auf die dünnen Saiten. Schau genau hin, wenn ich jetzt die Durtonleiter spiele, wie meine rechte Hand runterwandert, damit ich sie optimal hier abdämpfen kann. Ne? Ich glaube, man hat es deutlich gesehen, wie hier hinten der Sattel auftaucht. Ne? Wie der Sattel, das sieht man, ne? Ich spiele es mal schneller. Und was ich nicht mache, ist, dass ich spiele und dann so meine Hand verbiege. Also das ist der Punkt. Du musst lernen, hier hinten sanft auf die Brücke auflegen und dann die Hand rauf und runter zu bewegen. Und dann geht es auch. Siehst du nichts vom Sattel hier, ne? Das weiße Teil hier. Und du hörst, wie ich das abdämpfe. Also das ist der Punkt, Bewegung hier hinten auf der Brücke. Ha! Ja, super. Erstmal vielen Dank, dass so viele dabei waren. Es waren über 300 live dabei. Großartig, bleibt noch dran. Es kommen noch gute Infos. Hier, Broken Morning. Hallo Horst, kommen Schleifgeräusche von den Fingernägeln, eventuell von den neuen D'Addario-Seiten? Seitenlage ist endlich top eingestellt. Ja, ich habe festgestellt, dass diese neuen beschichteten D'Addario-Seiten ziemliche Schleifgeräusche erzeugen. Ja? Also das ist mir aufgefallen, einmal auf der Ibanez, die ich getestet habe vor 2 Wochen, die Pia, die Steve Vai-Gitarre, und dann bei der Paul Reed Smith, die ich letzten Donnerstag getestet habe. Da waren überall die neuen D'Addario-Seiten drauf. Und die haben ziemliche Quietschgeräusche. Aber ich denke, dass die weggehen, weil nachdem ich die Gitarre ein paar Tage gespielt habe, haben diese Geräusche ziemlich nachgelassen. Scheint ein kleiner Nachteil zu sein bei diesen neuen beschichteten D'Addario-Seiten. Wir haben da ein bisschen Schleifgeräusche. Ja, also hier Walter Rabe, ne? Aber wenn ich abdämpfe, kommt kein vernünftig klingender Ton zustande. Auch das ist eine typische Aussage von jemandem, der sich noch am Anfang befindet. Es kommt kein vernünftiger Ton zustande. Du musst daran arbeiten. Du musst also, wenn du jetzt hier zum Beispiel, ich gehe in die Aufnahme, wenn du jetzt hier beispielsweise hier die ersten 2 Seiten aus C durchspielst, ne? Runter bis E. Und dann wieder hoch. Ich mache jetzt so eine Endlosschleife.
So, wenn du jetzt mit deiner Hand hier nicht genau kurz hier vor der Brücke abdämpfst und zu weit nach vorne gehst, dann entsteht dieser, was du beschreibst, lieber Walter, als vernünftig klingender Ton zustande. Das ist eine Millimetergeschichte. Wenn ich jetzt hier spiele, dann hört euch mal das an, wie das klingt. Furchtbar. Ja? Also du musst mit der Zeit lernen, wo der Sweet Spot ist. Ne? Wo genau der Übergang ist von zu. Und meine Hand beobachtet, sie geht nur minimal. Achte auf die rechte Hand, wie die minimal nach vorne geht. Jetzt ohne Abdämpfung. Schau mal, es ist fast kein Unterschied. Siehst du das? Also ich spüre nur hier mit der Handkante, spüre ich leicht die Seite. Und dann übe erstmal nur auf eine Seite. Ne? Das ist nicht abgedämpft. Und dann und wenn du zu weit nach vorne gehst, hast du diesen Effekt. Da kommt kein Ton raus. Also es ist eine Millimeterarbeit und deswegen habe ich das in diese 5 Punkte reingenommen. Es ist ein bisschen leichter auf den dicken Seiten. Wenn du hier spielst zum Beispiel, ich spiele jetzt mal das Rock'n'Roll-Thema hier, beginnend im 5. Bund auf dem A. Und wenn du das mit dem Abdämpfen lernst, wenn ihr das lernt da draußen, dann pickt erstmal nur nach unten und macht mal das hier. Also hier direkt vor dem Sattel, okay, als Übung. 5 auf der dicken E-Seite, 4 auf der dicken A-Seite, die 7 mit dem kleinen Finger auf der A-Seite und dann 4, 5, 4 auf der D-Seite und dann wieder zurück. 7a, 4a und dann 5e. Und das ist dann das hier. Offen, nur nach unten gepickt. Ja, genau hin, wie es abgedämpft klingt. Das ist der Sound, den wir wollen. Wenn ich jetzt doppelt jede Note doppelt spiele, nach unten, immer noch nach unten, dann habe ich nicht nur einen coolen Sound, sondern ich habe auch gleich dieses Shuffle-Feeling. Wenn du mehr wissen willst über dieses Thema, gib in die Suche des Kanals ein Rock'n'Roll-Begleitung. Ja? Oder Rock'n'Roll-Bassbegleitung. Ich denke, ich habe es getaggt, sodass du das dann finden solltest. Aber das ist so ein Beispiel, wo ich den Schülern zum Üben gebe, damit sie lernen, von diesem Klang auf diesen zu kommen. Und nicht zu weit nach vorne. Wenn ich jetzt von hier hingehe, dann klingt es nicht. Dann klingt es überhaupt nicht. Ne? Das musst du also finden. Hier ist der Sweet Spot. Hier ist es offen. Hier ist es abgedämpft. Und dann kannst du es auch mit Wechselschlag spielen. Das ist der nächste Schritt. Und dieses Bassmuster vom Rock'n'Roll kannst du verschieben auf der Gitarre. Dann kannst du das spielen. Und das klingt halt cooler wie... sehr aufdringlich und das klingt. Jetzt der nächste Schritt ist, wenn ich Rock'n'Roll spiele, wenn ich es offen spiele, klingt es so, wenn ich abdämpfe. Down the Louisiana coast to New Orleans, way back in the woods upon the evergreen, there was a little cabin made of ash and wood. Und wenn ich offen spiele, und dann hast du wieder dieses Phänomen, was ich beschrieben habe in diesen 5 Punkten. Du verlierst die Dynamik und dann klingt das halt eben alles ein bisschen wie eine einzige Leier. Also ich hoffe, ich konnte jetzt nochmal klar machen,
lieber Walter, wie wichtig es ist und wie man sich ranarbeitet an dieses Abdämpfen. Es ist also von entscheidender Wichtigkeit. Okay? Mr. Brown, ich unterscheide, sind Ghost Notes. Ja, diese Ghost Notes ist auch ein wichtiger Punkt, den er hier anspricht. Was er meint, sind so Ghost Notes, oder man nennt sie auch noch Dead Notes. Ne? Also Saiten, die nicht klingen dürfen. Aber das ist etwas für ziemlich Fortgeschrittene und es braucht viel, viel Arbeit. Ich habe diese Rhythmen à la Stevie Ray Vaughan auch erst nach Monaten gekonnt. Und ich hatte mich selbst da überschätzt, als ich bei einer Bluesband zugesagt habe und habe gesagt, ja, Stevie Ray Vaughan, das ist machbar. Ne? Klar ist es machbar, aber nach Monaten des Übens war das dann... Also diese Ghost Notes... Die sind dann auch im Funk sehr, sehr dominant und dort braucht man sie enorm, um eben diesen Groove und dieses Feeling auch hinzubekommen. Das braucht Zeit. Genau, wie du schon schreibst. Ne? Ich gehe mal in die Nahaufnahme, dass ihr mal dieses Motiv seht, wie ich das spiele. Mein Tipp wäre, lass mal die Finger einfach liegen mit der linken Hand und arbeite mit deiner rechten Hand. Wie ein Schlagzeuger. Dynamisch. Ganz wichtig, damit ihr das Publikum auch packt. Ne? Okay, vielen Dank. Unser Drummer ist richtig gut. Oh, das ist ein Geschenk. Also Roland, unser Drummer ist richtig gut. Selbst ich als nicht so perfekter Rhythmus-Player muss einfach den Drums folgen, geht gar nicht anders. Ja, Mann, das ist sowas von wichtig. Einen guten Schlagzeuger zu haben, das ist das größte Geschenk, was du haben kannst in einer Band. Und wenn du ihm dann folgst, kannst du um eine Klasse besser spielen. Gratulation für den guten Schlagzeuger. Sagen von mir einen lieben Gruß. Ich liebe jeden Schlagzeuger, der groovt und richtig geil spielt. Es geht einfach kaum ohne einen guten, weil sonst ist es sehr anstrengend. Ja, Peter. Ja, lass mich noch mal gucken. Also ich erwische mich oft dabei, beide Seiten nur mit dem Daumen anzuschlagen. Der Klang wird dann dunkler, angenehmer fürs Ohr. Ist das okay? Oder wenn nein, das mache ich mir. Nee, das brauchst du das nicht abgewöhnen. Es gibt viele Sachen, wo ich nur mit dem Daumen spiele. Und wenn ich diesen Klang erzeugen möchte, ne? Im Blues zum Beispiel. Du kannst schon. Du kannst auch einen wunderbaren Sound mit dem Daumen und mit den Fingern erzeugen. Ne? Du musst die Mischung für dich finden, die dir gefällt. Ne? Oft spiele ich, habe auch mit dem Daumen und habe mein Plektrum hier. Ihr kennt den Trick, ne? Ich parke das Plektrum im Mittelfinger. Ja? Manche parken es so und können zupfen, ich kann das nicht. Ich parke es im Mittelfinger und kann dann meine Finger gekrümmt halten und trotzdem noch zupfen. Ja. Ja, natürlich war das. Genau, das stimmt. Ja, diese Frage, gibt es ein Tutorial zu Wish Over Here noch nicht? Das wäre echt klasse. Es gibt, glaube ich, zu diesem Song die meisten Tutorials auf YouTube. Ich glaube, da findest du Tausende. Ja, vielleicht mache ich das auch mal. Ne?
wenn du die Guitar Pro Files hast, also wenn du die Tabulatur hast zu dem Lied, sollte es für dich kein Problem sein. Genau, wie Walter. Ne? Ich hoffe, ich habe dir das erklärt. Du schreibst hier beim Abdämpfen, kommt aber kein klingender Ton raus. Ja, weil du zu weit vorne abdämpfst. Wenn du hier abdämpfst, kommt kein klingender Ton raus. Du musst abdämpfen bedeutet, ich spiele 1 mm vor dem Sattel. Schreib dir das auf. Wie macht man das mit dem Abdämpfen per Daumen, wenn die Finger sehr kurz sind? Also wenn du es gar nicht schaffst, natürlich, ich habe hier eine Gitarre, also das ist diese Frage hier, sehr berechtigt von Gitarre. Wie macht man das mit dem Abdämpfen, wenn per Daumen die Finger sehr kurz sind? Ja, wie macht man das, wenn es gar nicht geht? Na, du sollst dir ja nicht hier Schmerzen erzeugen in deinen Händen. Dann vielleicht irgendwann ein Gitarrenhals, der schmäler ist. Der Hals hier an der Furche ist bei 43 mm, das ist E-Gitarre-mäßig, das geht hier. Und manche Akustikgitarren sind 1 mm breiter. Herzlichen Dank für die Spende. Vielen, vielen Dank. Und wenn 1 Millimeter breiter heißt, dieser 1 Millimeter macht es dir unmöglich, dann mit dem Daumen hier zu greifen. Ne? Geh in den Gitarrenladen und teste ein paar Gitarren aus. Genau. Ich danke jedem, der hier im Chat, also nochmal an euch alle, ne? Wir nähern uns ja dem Jahresende und wir haben nur noch 2 Live-Termine. Ich danke jedem, der hier im Chat mit Schwarmintelligenz, ne, egal welche Frage, es gibt keine dummen Fragen. Viele Fragen werden tausendfach gestellt, weil sie wichtig sind und bis man sie verinnerlicht hat. Völlig okay. Und dass ihr euch gegenseitig helft, das bedeutet mir absolut viel und vor allen Dingen der gepflegte Umgang. Ne? Jürgen Beck, Grüße. Hallo Jürgen. Das Überspringen der Seite beim Picken habe ich von mir aus schon gemacht. Sehr, sehr gut. Ich habe im Grundkurs, und den kann ich dir jedem von euch, wenn ihr neu hier seid, ich will es nicht immer wiederholen, aber ich muss es wiederholen. Jeder, der hier noch nicht durch meinen 30-Tage-Kurs gegangen ist, der hier komplett frei ist auf YouTube und wahrscheinlich der erfolgreichste Gitarrenkurs im deutschsprachigen Raum ist, jeder, der das noch nicht gemacht hat, geht meinen Grundkurs. Du wirst es nicht bereuen. Und eine der ersten Übungen, die ich gezeigt habe, war natürlich einfach auch gar nichts greifen und einfach nur Saiten überspringen. Um präzises Picking zu lernen, wie Jürgen das hier beschrieben hat. Roland fragt hier, von wem lasse ich denn hier in der Region um Rastatt meine Gitarre gut einstellen? Hast du einen Tipp, Horst? Selbstverständlich. Das ist der Guitar Service in Karlsruhe bei Michael. Wenn du hingehst, musst einen Termin machen in Corona-Zeiten, sagst du ihm einen ganz lieben Gruß und sagst ihm, dass du einer meiner Schüler bist. Dann bekommst du auch die optimalste Einstellung für die Gitarre. Sag, der Horst will, dass du meine Gitarre richtig gut einstellst. Okay? Guitar Service Karlsruhe. G-U-I-T-A-R. Ja. Michael, und sagst einen ganz, ganz lieben Gruß von mir. Er ist der Fachmann seit 35 Jahren und seit 25 Jahren bringe ich meine Gitarren nur zu ihm. Genau. Nicole schreibt, ach, habe ich euch gesagt, wie sehr mir das gefällt, wenn ihr euch gegenseitig helft? Danke, Kopinchen. Ich habe mich so lange mit 11 Seiten abgequält. Leute, wenn ihr euch mit dicken Seiten abquält, dann bitte wechselt heute. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht im Januar, heute. Und wenn ihr keine habt, heute bestellen und auf dünnere Seiten umsteigen. Michael, siehst du? Danke für den Tipp. Michael schreibt, es gibt auch die Jazz 3 XL, also es sind größere, wahrscheinlich in dieser Größe. Ne? Und die sind natürlich günstiger wie die V-Picks und sind gute Plektren von Dunlop. Also, die könnt ihr euch auch reinziehen. Genau.
Nicole schreibt hier auch nochmal, die Jazz 3 in der John Petrucci-Version. Ich meine, John Petrucci ist doch einer der besten Gitarristen der Welt. Ne? Gleiten besser über die Seiten als die normalen. Die kann ich problemlos empfehlen. Hier nochmal Wolkenspende. Ich finde online in Deutschland keine V-Picks zu bestellen. Es sieht so aus, dass das im Moment so ist, aber ihr könnt die direkt aus den USA bestellen. Die sind circa nach einer Woche dann da und idealerweise gleich ein Package bestellen, dass du dann für die nächsten Jahre deine Ruhe hast. Herzlichen Dank an jede Spende, die reinkommt. Herzlichen Dank an euch. Ja. Cool. Yeah. Super. Wie Jürgen auch schreibt, hier genau was ich von dir gelernt habe. Die V-Picks sind klasse. Man hört wirklich die Saite, nicht das Plektrum. Gut. Also wenn die V-Picks tatsächlich bei den Händlern raus sind, dann beschwöre ich euch, bestellt die einfach aus den Vereinigten Staaten. Die kommen in einem Brief, ganz normal per Post. Ihr müsst da keinen Zoll zahlen oder irgendwas, wenn ihr nicht über 150 € geht. Und bestellt euch doch mal einfach mal so ein Geschenkpackage zu Weihnachten. Ne? 12 Stück oder so. Ne? Genau. Danke, Gary. Ich spiele schon seit ein paar Jahren, aber die Tipps für besonders zum Thema Abdämpfung und Pick-Kontrolle. Picking-Kontrolle. Ich meine, wenn ihr von mir das nicht annimmt, ich bin jetzt mal ein bisschen frech, wenn ihr von mir nicht annimmt, was richtiges Picking mit der rechten Hand angeht, dann von wem? Ich meine, ihr wisst, dass ich auf dem Picking-Bereich ein Tier bin, egal auf der E-Gitarre, auf der akustischen. Ne? Und nehmt bitte meine Tipps an, ihr werdet wirklich, wirklich Fortschritte machen. Gut, gut. Ah, ihr Lieben, super Spenden hier. Das ist ja hier wie Weihnachten, ne? Hier, ich bekomme hier noch, da gönne ich mir dann, sage ich euch gleich, da gönne ich mir dann einen guten Whisky zu Weihnachten. Und ich liebe Scotch, ne? Und werde dann hier mir einen netten Whisky gönnen. Das sage ich euch gleich, ne? Meine Lieblingswhiskys sind Macallan. Oh! Tolle Whiskys. Und ich mag auch die Ardbeg mag ich sehr, also auch die rauchigen von der Insel Isla. Die finde ich auch ziemlich cool. Super, ihr Lieben. Also, ich glaube, das sollte es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich auch die Brille ablegen, weil ich nichts mehr lese. Herzlichen Dank für die Treue. Herzlichen Dank. Ich richte Donnerstag dann euch noch die ganzen Weihnachtsgrüße aus und alles. Aber ich kann jetzt schon sagen, dieses Jahr war natürlich für uns alle ein bisschen anders. Kein leichtes Jahr. Gerade für Musiker da draußen war es extrem schwer, weil sie nicht ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen konnten. Nicht Musik machen zu dürfen, das ist ja nicht nur für alle Menschen, die Musik lieben und hören und genießen, etwas ganz Hartes, sondern es ist auch für alle Musiker etwas nie Dagewesenes. Ne? Also deine Lieblingssache, deine Lieblingsbeschäftigung nicht vor Publikum ausüben zu dürfen, das war für viele dieses Jahr sehr hart. Deswegen geht mein Wunsch an die Musiker, dass nächstes Jahr für uns alle, die wir so gerne Musik machen und live spielen, dass ich zumindest bitte ab Sommer das Ganze ein bisschen beruhigt. Ne? Dass wir in der Lage sind, ich glaube, dass das nächste Jahr nochmal etwas herausfordernd sein wird für uns alle. Aber dass ihr da draußen, ihr, eure Lieben, eure Familien, gut durch diesen Winter kommt. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt, dass alles gut durchsteht und dass das nächste Jahr besser wird wie 2020.
der Start in das neue Jahrzehnt war, glaube ich, für uns alle eine Überraschung. Herzlichen Dank an euch alle. Ja, eine Bitte habe ich vielleicht noch zum Schluss. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse mir eine Nachricht. Schreibe deine Gedanken zu den Themen, die ich hier im Video als Beispiele gebracht habe, unter dieses Video, sodass du das mit den anderen auch teilen kannst. Vielen Dank vor allen Dingen für deine Zeit. Ich weiß, wie wertvoll es ist, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Und vielen Dank unter euch, dass ihr euch gegenseitig so helft. Wir haben hier eine ganz tolle Community. Und ich lade euch nochmal am Donnerstag ein, bei diesen wichtigen Tipps, die ich euch dann geben werde, dabei zu sein, sodass ihr dann in den nächsten Wochen wirklich auch wieder neue Ideen habt. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und ja, hinterlasse ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und läute die Glocke. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao. Macht's gut.